Diese Linie zeigt das durchschnittliche Einkommen von Frauen in der Karenz an. Durch die Berufsunterbrechung kommt es nicht nur zu kurzfristigen Lohneinbußen, sondern auch nach 10 Jahren liegt das Einkommen von Müttern im Schnitt nur bei der Hälfte wie vor der Karenz. Und das wiederum wirkt sich stark aus. Pensionen sind geringer und das Vermögen ist später viel kleiner. Damit ist ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben für diese Frauen viel schwieriger zu erreichen. Ist es den jungen Wienerinnen und Wienern so bewusst? Es ist halt in vielen Familien so, dass die Frau mehr auf die Kinder aufpassen oder passen muss. Ich sehe es auch so, aber ich glaube, es hängt auch alles mit diesem Weltbild zusammen, irgendwie, dass die Frauen so zu Hause sitzen und der Mann arbeiten geht und so. Nicht so ein extremer Unterschied war, das war mir nicht bewusst, dass ein Unterschied ist. Eh klar, Ja. aber Das ist schon traurig. Mir hat es gewundert, dass so viel ist. Ich meine, das mit Teilzeit erklärt es auch ein bisschen und dass es halt oft dann nicht mehr anders geht, weil halt klassisches Rollenbild immer nur ist. Ja, nicht mehr ganz zeitgemäß. Diese Jahre gehen eigentlich schon, also ziehen vorbei und dann als Frau denkt man sich schon, okay, ich habe 5 Jahre lang jetzt geringfügig oder nur Teilzeit gearbeitet und auf die Pension wirkt sich das natürlich auch aus. Ich finde es irgendwie benachteiligt, weil man ist noch immer sozusagen der gleiche Mensch, auch wenn man ein Kind hat. Noch dazu, man hat extra Arbeit. Also mit dem Kind ist es 24/7. Aber dass eine Frau, die nicht in Karenz ist, mehr verdient, das würde ich mir jetzt nicht erklären können, ehrlich gesagt. Nicht unfair, sondern einfach, ja, nicht gerecht. Ich würde sagen, ich finde, dass alle die gleiche Chance verdienen. Und es sollte ja auch gleich sein. Ein Vergleich mit karenzierten Männern zeigt, dass Frauen auch nach 10 Jahren immer noch höhere Geldeinbußen nach der Karenz haben, als es bei Männern der Fall ist. Ja, Männer haben jetzt auch eine Geldeinbuße, wenn sie in Karenz gehen, aber die ist niemals so hoch, wie das bei Frauen der Fall ist. Meistens auch, weil Männer nicht so lange in Karenz gehen wie Frauen. Und das wirkt sich wieder stark auf das Vermögen und die Unabhängigkeit dieser Frauen aus. Was sich ebenso auf Vermögen und die Unabhängigkeit von Frauen auswirkt, ist die Entscheidung, Teilzeit zu arbeiten. Vor allem in ländlichen Gebieten ist es ganz oft nicht drinnen, dass Frauen mehr als Teilzeit arbeiten, weil vielleicht die Kinderbetreuung vor Ort nicht so gegeben ist. Aber auch traditionelle Rollenbilder sind dafür verantwortlich, dass Frauen immer noch mehr Teilzeit arbeiten als Männer. Und während jetzt ein Teilzeitjob besser ist als kein Job und damit auch Kinderbetreuung ermöglicht, bringt es noch weitere Nachteile mit sich. Wer Teilzeit arbeitet, hat weniger Aufstiegschancen, einfach auch, weil man weniger im Unternehmen tätig ist. Man hat weniger Weiterbildungsmöglichkeiten. Ganz oft gibt es Weiterbildungen nur für Vollzeitkräfte. Man hat auch weniger Arbeitslosengeld. Das Arbeitslosengeld wird ja anhand des Einkommens berechnet. Und Teilzeitarbeit bedeutet auch ganz oft mehr unbezahlte Arbeit. Unbezahlte Arbeit. Was bedeutet das eigentlich? Darunter versteht man jetzt, den Haushalt zu führen, Kinder zu betreuen und Angehörige zu pflegen. Also alles Sachen, die essentiell sind, damit es unserer Gesellschaft gut geht. Erst dadurch, dass jemand den Haushalt übernimmt, jemand sich um Kinder kümmert und Angehörige pflegt, ist es erst für den anderen Elternteil möglich, dass der jetzt Vollzeit arbeiten geht. Sicher weiß das auch keine Mutter oder kann sich vorstellen, dass sie dafür bezahlt wird, dass sie zu Hause vielleicht die Wäsche wäscht oder dass sie das Essen kocht. Weil sie wird das sicher selbstverständlich sehen, wenn es der Partner nicht macht, muss es ja einer machen. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder Mann ist gleich. Natürlich ist es nicht so. Aber bei meinem weiß ich, dass das Problem die Mama war. Sie hat ihn leider ein bisschen zu sehr verwöhnt. Das sage ich ihr auch ins Gesicht. Und das ist keine Arbeit, das macht die Mama gern. Aber trotzdem. Unterm Strich heißt das, dass Frauen, die Teilzeit angestellt sind, im Beruf 20 Stunden arbeiten und nebenbei noch daheim ganz viel unbezahlte Arbeit machen. Es gibt also eine hohe Arbeitsbelastung für Frauen für ein sehr geringes Einkommen. Und das hat auch für später dramatische Auswirkungen. Über ein ganzes Leben gesehen verdienen deswegen erwerbstätige Frauen bis zu 36% weniger als Männer. In Österreich gibt es ein starkes Ost-West-Gefälle beim Einkommen der Frauen. Das hängt jetzt zum einen von den Möglichkeiten der Kinderbetreuung ab, aber auch von traditionellen Rollenbildern. Der Anteil der Frau am Familieneinkommen ist im Westen Österreichs deutlich geringer, als es im Osten der Fall ist. Während meiner Karenzzeit wurde leider meine Stelle vergeben. Ich wurde die letzten 2-3 Monate davor angerufen. Mir haben sie gesagt, ob ich früher kommen kann in die Arbeit. Also
Und ich habe einfach gesagt, ich kann nicht, ich hatte auch keinen Kindergartenplatz leider zur Verfügung. Deshalb hat das sich langsam immer wieder verzögert. Je mehr Angebot es an ganztägigen Kinderbetreuungsstätten gibt, desto eher ist der Wiedereinstieg in den Beruf möglich. Wann steigen Elternteile wieder in den Beruf ein? Der Großteil der Frauen steigt nach 2 bis 3 Jahren wieder in den Beruf ein, während der Großteil der Männer bereits im ersten Jahr wieder in den Beruf einsteigt. Was für Lösungen gibt es jetzt für mehr Gleichberechtigung? Das besprechen wir mit der Expertin Sonja Dörfler-Bold. Also ganz grundsätzlich glaube ich, bedarf es eines wirklichen Eingeständnis oder Zugeständnis der Politik zu sagen, wir wollen als geschlechtergerechte Aufteilung von unbezahlter Arbeit fördern. Eine Möglichkeit ist bei der arbeitsrechtlichen Karenz, die in Österreich ja getrennt vom Kinderbetreuungsgeldbezug geregelt ist, dass man da wirklich einen bestimmten Anteil für Väter reserviert. Derzeit kann also arbeitsrechtliche Karenz bis zum 2. Geburtstag des Kindes auch nur von einer Person, was ja sehr oft die Mutter ist, beansprucht werden. Und hier sollte tatsächlich ein Anteil für den Vater reserviert sein und der sollte auch möglichst groß sein. Der zweite Punkt ist, dass die Argumentationsstärke gegenüber dem Arbeitgeber steigt. Also das heißt, wenn der Vater sagt, so, diese 6 Monate, wenn ich die jetzt nicht in Anspruch nehme, dann verfällt sie für unsere Familie. Es bestünde auch die Möglichkeit von Seiten der Politik, die partnerschaftliche Elternteilzeit stärker zu fördern, indem beispielsweise entweder ein Bonus, also das heißt ein Geldbetrag ausbezahlt wird, wenn Elternteilzeit gleichzeitig beansprucht wird, oder eine andere Möglichkeit wären Steuererleichterungen für Eltern, wo beide in Elternteilzeit sind. Vor der Geburt des ersten Kindes ist der Unterschied zwischen Männer- und Fraueneinkommen oft nicht so groß. Das heißt, da ist dieses Argument, dass man aufgrund der finanziellen Lage den Mann nicht in Karenz gehen lässt, sozusagen von der Familie aus, oft ein bisschen konstruiertes Argument. Aber der Mensch neigt halt dazu, das ist eine menschliche Eigenschaft, die langfristige Perspektive ein bisschen außer Acht zu lassen und nur aufs Hier und Jetzt zu schauen bei seinen Entscheidungen. Und hier und jetzt verdient der Mann vielleicht 100 Euro mehr. Und dann denkt man sich, ja okay, dann wird der Mann sozusagen nicht in Karenz gehen. Aber der Unterschied ist eigentlich sozusagen oft ein gar nicht so großer. Und selbst bei Paaren, wo Mann und Frau etwa gleich verdienen, wird das Argument vorgeschoben, hat finanzielle Gründe. Und das hat aber eher mit Rollenvorstellungen zu tun. Das heißt, sinnvoller und rationaler wäre die Entscheidung, die Erwerbskarriere oder den Erwerbsverlauf von beiden, also von Mann und Frau, zu stützen, dann ist die Familie eigentlich sicherer aufgestellt. Österreich sagt ja immer die Gerechtigkeit, aber keiner ist für die Gerechtigkeit. Sie würden was tun, würden sie es wirklich so meinen, aber seit Jahren kommt da nichts. Vielleicht auch, dass man das so ein bisschen normalisiert, dass auch Männer sich um die Kinder kümmern und das ist nicht auch in den Frauen so in den Köpfen wie so, okay, wenn die Frau und ich muss daheim sein, sondern auch, dass man Aufgaben abgeben darf und die Männer das ja, glaube ich, auch wollen. Nein, es stimmt schon, dass es verlangt wird so ein bisschen. Es wird halt so gesehen, dass Ehefrauen das machen. Aber es muss echt nicht so sein. Mein Papa war viel mehr so die Mama. Sehr vielen ist es so, okay, die Frau macht das, der Mann macht das quasi. Und das ist ein bisschen ein falsches Bild eigentlich, finde ich, so, weil das jeder selber einteilen sollte. Ja, schade eigentlich, weil auch wenn mein Freund vielleicht gern gehen würde, denken wir uns vielleicht, okay, als Pädagogin sollte ich mal weniger verdienen, sagen wir mal. Würden wir uns vielleicht entscheiden, dass ich dann ganz in Karenz gehe. Das ist eigentlich schade, weil es ist ja unser Kind irgendwann mal und man sollte es ja eigentlich aufteilen. Also ich würde eher sagen, eine Frau versucht immer bei ihrem Kind zu bleiben und deshalb schiebt sie sich selber immer in den zweiten Plan, weil ich bin so, also ich würde jetzt von mir selber ausgehen, mein Kind steht immer an erster Stelle und also wenn er mal fertig ist, seinen Platz hat, wenn alles geregelt ist, dann würde ich erst auf mich schauen. Ich glaube, vielleicht wird es an dem liegen. Unabhängig sein. Für eine Frau bedeutet das so viel. Wenn man dann wieder arbeiten geht, ist es ein ganz anderes Gefühl. Man macht etwas und nicht nur für die Familie, sondern auch für sich. Und das ist ziemlich wichtig. Ich finde es ein bisschen schade, dass Frauen so, dass sie nicht so, also dieses Gleichgewicht ist einfach so ungleich. Ich finde das so schade eigentlich, weil Frauen leisten schon auch viel und ich finde, das sollte ausgeglichen werden.
ich muss jetzt echt ehrlich sein, es ist nicht einfach. Wir werden halt immer die Kinder kriegen und traditionelle Rollenbilder und niedrige Gehälter führen dazu, dass mehr Frauen länger in Karenz gehen. Und das führt dazu, dass es so weitergeht wie bisher und dass sich nicht wirklich was Positives verändert. Es braucht aber echte Veränderungen, vor allem auch von politischer Seite, damit mit diesem Dilemma Schluss ist. Damit junge Familien ihre Karenz fairer gestalten können. Damit sowohl die Frau und der Mann Zeit mit dem Kind verbringen können. Ganz ohne finanzielle Sorgen. Einer alleine kann nicht viel machen, glaube ich. Vor allem in der heutigen Zeit. Früher war das anders. Früher hätte es, glaube ich, gereicht, wenn einer arbeiten gegangen wäre. Aber jetzt... Und es ist auch anders. Man hat als Frau ein anderes Gefühl, ein Selbstwertgefühl. Und es ist wirklich wertvoll, wenn man nicht abhängig ist vom Partner.